Der Titel dieses Videos suggeriert, dass man Gold für weniger als 1000 $ pro Feinunze kaufen kann und das bei einem Goldpreis von über 2600 $ aktuell. Was damit gemeint ist, das wirst du in diesem Video erfahren. Erinnerst du dich noch an 2009? Ich weiß noch ziemlich genau, was ich gemacht habe. Ich war 2008 in die USA umgezogen. Es war gerade hier die Zeit kurz nach der Finanzkrise oder während der Finanzkrise. Präsident Obama war ein Jahr zuvor ins Amt gewählt worden und der Goldpreis lag bei 1000 $. Ich kann mich noch gut daran erinnern, hier, wie es war in Amerika, im Auto zu fahren, Talkradio zu hören, über die knisternden, knackenden Kurzwellenfrequenzen und den Werbespots der Goldverkäufer zuzuhören, die damals schon den Weltuntergang herbeigeschworen haben, genauso wie sie es ja heute alle tun. Vielleicht nicht mehr im Talkradio, sondern jetzt auf YouTube. Aber an der Masche hat sich nichts geändert. Auch heute noch wird der unmittelbare Weltuntergang hier beschworen. Damals in den USA eben, weil Obama gerade an die Macht gekommen war. Aber wie gesagt, Gold lag damals vor 15 Jahren bei 1000 $ die Feinunze und heute liegt es bei 2600 $ die Feinunze oder mehr. Es kommt ja hier ein Rekordpreis nach dem anderen in kurzer Folge zustande. Und warum ist das so? Nun, wir haben ja schon öfter auf diesem Kanal darüber gesprochen. Es sind die Zentralbanken, die im Grunde ihre US-Dollar-Reserven nach und nach abbauen und dafür Gold kaufen. Die internationalen Zentralbanken sitzen auf einem gigantischen Berg von US-Dollar, nämlich 8 Billionen, also 8000 Milliarden US-Dollar an Reserven. Es macht natürlich Sinn, dass die Zentralbanken hier diversifizieren und vor allen Dingen in Gold investieren, denn die Welt ist ja ziemlich im Aufruhr und die Macht der USA, die Macht des US-Dollar ist definitiv am Abflauen. Man muss sich nochmal anhören, wie heftig hier zum Beispiel der Iran der amerikanischen Regierung droht für den Fall, dass die USA Israel militärisch gegen den Iran unterstützen sollten. Diese Art von Drohungen, die hier ganz unverhohlen seitens des Iran ausgesprochen werden, wären noch vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Aber die Gegner der USA spüren eben heute die Schwäche der Vereinigten Staaten und trauen sich deswegen Dinge, die man sich in der Vergangenheit nie getraut hätte. Und natürlich nehmen das auch die Zentralbanken wahr. Neben dieser Schwäche nehmen sie vor allen Dingen natürlich auch die gigantischen Schuldenberge wahr, die die Amerikaner hier angehäuft haben. Für das Jahr 2024 allein zum Beispiel rechnet der amerikanische Rechnungshof mit einem Defizit von 1,8 Billionen Dollar. 1800 Milliarden Dollar, das musst du dir mal vorstellen. Da mag es nicht überraschen, dass die Zentralbanken sich Sorgen machen, große Sorgen machen und nach Wegen suchen, hier sich abzusichern und hier ihre Dollarbestände zu senken. Anders als zum Beispiel der Silbermarkt, der ziemlich klein ist der Goldmarkt gigantisch. Der Goldmarkt kann problemlos milliardengroße Abflüsse und Zuflüsse von Dollar hier verkraften. Und Gold ist selbstverständlich hier als Wertlager seit mehr als 5000 Jahren begehrt und beliebt weltweit, universal. Aber jetzt kommt der Punkt. Zentralbanken kaufen eben nur physisches Gold, also tonnenweise und tonnenweise an Goldbarren. An Goldminen sind sie nicht interessiert und sie sind auch nicht an Bergbauunternehmen interessiert, die Gold abbauen. Deswegen gibt es hier schon seit etlichen Jahren eine sehr seltsame Anomalie am Kapitalmarkt. Gold wird teurer und teurer. 2600 $ mittlerweile eben pro Feinunze, ein absoluter Rekordwert. Aber die Aktien von Bergbauunternehmen, die Gold abbauen, sind lächerlich billig.
Seltsam ist das deswegen, weil viele Bergbauunternehmen, und ich werde in diesem Video hier keine spezifischen Titel nennen, darum geht es nicht, satte Gewinne einfahren, fast keine Schulden haben. Viele werden momentan an der Börse bewertet mit einem Price-to-Earnings-Ratio von 4:1. Vergleich das mal mit Nvidia und anderen Aktien. 4:1, das ist wahnsinnig. Tatsächlich werden viele Bergbauunternehmen, die Gold abbauen, günstiger bewertet als die Menge des Goldes, die sie nur in einem Jahr gewinnen. Das musst du dir mal vorstellen. Tatsächlich liegen bei etlichen Unternehmen die Gesamtkosten, um dieses Gold zu gewinnen und zu verarbeiten, bei weniger als $1.000 pro Feinunze. Und das ist jetzt eben genau der Punkt, den wir hier auch im Titel dieses Videos gemeint haben. Meiner Meinung nach, wenn du die Aktie eines Bergbauunternehmens kaufst, das in der Goldgewinnung, im Goldabbau tätig ist und mit so einer günstigen Kostenstruktur, dann ist das im Grunde wie wenn du heute Gold kaufst zu einem Preis, wie man ihn seit 2009 nicht gesehen hat, nämlich weniger als $1.000. Vor allen Dingen, wenn man denkt, dass viele dieser Bergbauunternehmen ja auf bekannten Goldreserven von Millionen von Unzen sitzen. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Goldpreis weiter steigen wird. Insbesondere dann, wenn Kamala Harris die Wahlen in den USA gewinnen wird. Ich kann mir vorstellen, dass unter ihrer Führung und bei ihren Ideen der Dollar schon in ihrer ersten Amtszeit seinen Status als Leitwährung verlieren wird. Ob es bei Trump sehr viel besser ist, wer weiß, schwer zu sagen. Aber viele spricht dafür, dass auch unter ihm weiter hohe Schulden gemacht werden. Und du musst bedenken, vorhin hatten wir gesagt, dass Zentralbanken massenweise Gold aufkaufen. Tatsächlich aber haben sie in den letzten Jahren nur Gold für 80 Milliarden Dollar gekauft, also rund 1% der US-Staatsanleihen, auf denen sie sitzen. Insgesamt sind das ja 8 Billionen, also 8000 Milliarden. Und allein deswegen ist der Goldpreis in den letzten 15 Jahren auf $2.600 angestiegen. Was denkst du nun, was passiert, wenn die Zentralbanken 5% ihrer Dollarreserven umtauschen in Gold? Das kann man sich ziemlich einfach vorstellen, was da mit dem Goldpreis passiert. Ich würde sogar sagen, dass es auch jetzt noch Sinn macht, Gold zu kaufen, trotz dieses sehr hohen Preises. Daher mein Tipp an dich: Befasse dich mit Gold, befasse dich mit Bergbauunternehmen, die im Goldbereich tätig sind. Hier kannst du buchstäblich Gold finden. Wie gesagt, ich will jetzt hier keine bestimmten Tipps aussprechen zu spezifischen Unternehmen. Befasse dich mit dem Thema, schau, was es da so gibt. Und dann befasst dich damit, ob ein Investment in solche Aktien auch für dich von Vorteil ist. Angesichts dessen, was hier in Europa, in der EU auf uns zukommt, wird es nicht viel besser bestellt sein als in den USA. Auch hier sind die Schuldenberge gigantisch. Und hier haben wir den Euro, der nicht das Privileg hat, eine Leit- und Reservewährung zu sein. Also wenn es den USA schlecht geht, dann wird es hier in Europa noch viel schlechter sein, höchstwahrscheinlich. Daher macht es natürlich auch Sinn, sich gegen das Währungsrisiko im Euro hier mit Gold, Edelmetallen und anderen Maßnahmen hier abzusichern. Vermögensschutz ist jetzt wichtiger, als es jemals war. Und hier spielen natürlich die Sachwerte eine ganz entscheidende Rolle. Gold ist eben eins jener echten und realen Werte, über die wir ja auf diesem Kanal so oft sprechen. Kein falscher Wert, kein Papiergeld, sondern ein echtes, solides Metall. Ein Edelmetall eben, was seit Menschengedenken oder seit fast 5000 Jahren hier als Zahlungsmittel und als Wertspeicher bei den Menschen anerkannt ist. Wenn auch du dich mit dem Thema Vermögensschutz und internationale Diversifizierung deines Vermögens auseinandersetzt, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Das ist etwas, wobei wir Mandanten seit über 20 Jahren unterstützen. Viele von ihnen ziehen ins Ausland um, bauen dort Vermögen auf, schützen ihr bestehendes Vermögen, machen sich unabhängig vom Dollar, vom Euro und realisieren Investitionen in echte Werte, die einen langen Bestand haben und die ihr Vermögen bewahren für zukünftige Generationen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserem Mandanten zählen zu können. Link zum Beratungsgespräch packe ich
hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.